Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit euch zusammen zu sein und euch eine Frage zu beantworten, die so signifikant für viele von euch ist. Wie gehe ich mit Zeichen um, die aus dem Außen zu mir kommen? Wie gehe ich mit Signalen um, die ich vom Außen empfange? Um diese Frage zu beantworten, möchten wir dich wieder an dieser Stelle daran erinnern, dass alles für dich geschieht. Es gibt keine Zeichen, keine Signale, die gegen dich und dein gewähltes Leben agieren. Jedes Zeichen, das du bekommst, ist in sich schon die Unterstützung für dich. Es ist nicht, wie viele von euch denken, ein Zeichen, das du interpretieren und verstehen musst, das du mit deinem Verstand einordnen musst, um dann auf eine bestimmte oder andere Art und Weise zu handeln. Nein, jedes Zeichen, das du erhältst, jedes Zeichen, das zu dir kommt, ist ein Zeichen aus dem höchsten Universum, das nicht interpretiert werden muss, ist eine göttliche Führung. Eine Fügung, die für dich geschieht, damit du deinen nächsten Schritt sicher gehst. Wir möchten dir hier ein klassisches Beispiel geben. Du hast eine gesundheitliche Einschränkung, sei es ein Rippenbruch, sei es eine Erkältung, sei es eine Grippe, sei es eine langfristige Geschichte, bei der nicht ganz klar ist, wie deine Gesundheit damit umgeht. Dein Körper damit umgeht. Dein Leben auf der Erde damit umgeht. Eine große oder kleine Erkrankung, die dich physisch einschränkt. Vielleicht auch geistig. Wir sprechen hier zunächst einmal von der physischen Einschränkung. Die physische Einschränkung ist die klarste Einschränkung, die es geben kann, die dir auf einfachstem Wege zeigt, wo es lang geht und wo es nicht lang geht. Dein Blick richtet sich meistens auf das, wo es nicht lang geht, mit Widerstand, da du dort lang gehen willst. Und rate einmal, wie es tatsächlich ist. Dass du dort nicht lang gehen kannst, liegt daran, dass du stets da lang gehen möchtest, obwohl es dir in diesem Moment nicht der beste Schritt ist. Nicht zu deiner höchsten Entfaltung ist. Diese Tür, durch die du gerne gehen möchtest, die dir jetzt durch deine physische Einschränkung verschlossen bleibt, ist eine Tür, die längst nicht mehr für dich aktuell ist. Vielleicht nur für den Moment nicht für dich aktuell ist. Vielleicht auf eine Weise von dir durchschritten wird, dass du dich immer und immer wieder verletzt. So hilft dir dein physischer Körper in seiner physischen Einschränkung dabei, dass du durch eine andere Tür gehst. Denn diese Tür ist diesmal verschlossen für dich, für diesen Moment, für solange deine physische Einschränkung gilt. Du hast also nun die Möglichkeit, durch diese andere Tür zu gehen. Diese Tür, die du so vollkommen ignoriert hast, die so für dich nicht sichtbar war all die Zeit. Weil du dich so darauf fokussiert hast, durch diese eine Tür immer und immer und immer und immer wieder zu gehen, dich immer und immer wieder dabei auf die eine oder andere Weise zu langweilen, auf die eine oder andere Weise zu verletzen, auf die eine oder andere Weise etwas zu tun, womit dir etwas anderes vorenthalten bliebe. Und damit dir dieses andere nicht vorenthalten bleibt, öffnet sich jetzt diese andere Tür. Du würdest sie nicht wahrnehmen, würde diese erste Tür dir durch deine physische Einschränkung nicht verschlossen sein. Für diesen Moment. Niemand spricht davon, dass dieses Verschlossensein dieser Tür auf ewig besteht. Das ist deine Wahl. Findest du nun heraus, dass diese neue Tür eine neue Erfüllung bringt, kann es sein, dass du wählst, dass diese erste Tür verschlossen bleibt für eine lange Zeit, sodass du deinem Umfeld gegenüber rechtfertigen kannst, begründen kannst,
glaubhaft machen kannst, weshalb du wählst, durch diese zweite, so inspirierende Tür zu gehen. Das Umfeld möge den Kopf schütteln, das Umfeld möge dich zur ersten Tür zurückbringen, zurückzwingen, würdest du nicht durch deine körperliche Kooperation diese erste Tür als für dich verschlossen vorfinden und damit jedem in deinem Umfeld eine klare Message geben können, eine klare Botschaft, eine klare Nachricht, die klaren Worte: Dieser Weg geht für mich momentan nicht. In eurer Gesellschaft ist Krankheit und Zeit sehr eng miteinander verknüpft. Jeder hat das Gefühl, man müsse für alles Zeit machen, was Priorität hat, insbesondere für die Arbeit. Um also einen anderen Weg einzuschlagen als der für jemanden logisch ist, sind die Krankheit und die Arbeit die besten Ausreden, würden wir ohne Wertung und doch mit einem Augenzwinkern hier sagen, die besten Ausreden, um Dinge zu tun, die du tatsächlich tun möchtest, um deine Zeit anders zu verbringen, als von jemandem gefordert. Hast du also eine gesundheitliche Einschränkung, wird dir von der Gesellschaft automatisch gewährt, dass du deine Prioritäten anders setzen kannst, dass du andere Wahlen triffst, dass du anders entscheidest als erwartet. Daher wählt dein Körper oft Krankheit, um dir einen neuen Weg vorzuschlagen. Unser Impuls an dieser Stelle für dich ist also, dem neuen Weg zu folgen. Wenn du eine physische Einschränkung hast, nimm diese physische Einschränkung liebend und dankbar an. Du musst nicht genau wissen, wofür in der Schlusskonsequenz diese Krankheit gedacht ist. Du musst nicht interpretieren, welche Tür sich öffnet, welche Tür dir verschlossen bleibt. Du weißt genau, was für deinen Körper an dieser Stelle sich gut und richtig anfühlt. Weißt du es nicht, fühle in dein Herz und du wirst es wissen. Fühle tief in dein Herz, frage deinen Körper: Ist das für dich von höchstem Nutzen jetzt und hier? Ist es für dich unterstützend und angenehm, wenn ich jetzt dieses und jenes tue? Ist es für dich zum höchsten Wohl unterstützend und angenehm, wenn ich das oder jenes nicht tue? Fühlst du eine Herzöffnung als Antwort auf deine Frage an deinen Körper, wirst du wissen, es ist ein Ja. Fühlst du ein Zusammenziehen deines Herzens, so weißt du, es ist ein Nein. Du kannst mit deinem Körper an jeder Stelle, in jedem Moment kommunizieren und bekommst immer die vollkommenen Antworten, wenn du in dein Herz hineinfühlst und aus dem Herzen diese Fragen zu beantworten weißt. Die physische Einschränkung also ist eine der stärksten Unterstützer für deinen Lebensweg. Folge ihnen mit Leichtigkeit und Freude. Umarme jede physische Einschränkung als eine Tür, die dir offensichtlich verschlossen ist, um eine andere Tür zu sehen. Bekämpfe nicht die verschlossenen Türen. Der Widerstand baut Dichte auf. Die Dichte führt dich in Einengung und somit kannst du eine Krankheit als Befreiung einer neuen Tür, als Eröffnung einer neuen Tür oder aber als Einschränkung, als Beklemmung, als Einengung wahrnehmen. Die Wahl ist dein. Schauen wir auf ein anderes Beispiel. Das Beispiel, dass du etwas vorhast zu tun, aber deine technischen digitalen Mittel, die du dafür verwenden wolltest, sich widersetzen. Dein Gerät funktioniert nicht. Dein Ladekabel ist kaputt. Das Internet setzt aus. Was auch immer es ist, nehmen wir also dieses sehr klassische Beispiel in der heutigen Zeit von digitale Technik funktioniert nicht.
Und du bist eingeschränkt in dem, was du tun wolltest. Du brauchst hier nicht zu interpretieren und nicht zu verallgemeinern. Wie viele von euch haben an dieser Stelle entschieden, dass das bedeutet, sie sollten nichts mehr mit Technik tun? Nun ja, aus unserer Perspektive würde man das auf die physische Einschränkung anwenden, würde das bedeuten, ihr würdet sagen, oh, das bedeutet wohl, ich soll nichts mehr mit meinem Körper tun. In der Quintessenz würde das bedeuten, du würdest deinen Körper verlassen und deine irdische Existenz aufgeben. Oh, wir würden das in keiner Form empfehlen. Und so ist es auch bei der Technik. Nur deshalb, weil die Technik dich an diesem oder einem anderen Tag verlässt, weil sie dich herausfordert, indem sie nicht so funktioniert, wie du es gerade willst, bedeutet das nicht, dass diese Technik gegen dich agiert. Bedeutet das nicht, dass du diese Technik nicht weiter verwenden sollst. Auch hier kannst du in dein Herz fühlen und die Fragen stellen, die dir kommen. Denn allzu schnell ist der Verstand im Interpretieren und meißelt diese seine Interpretation so in Stein, dass du davon überzeugt bist, dass du von diesem Tag an nichts mehr mit Internet und Technik machen sollst. Es gibt so viele Gründe, die dein Verstand in die Wirklichkeit bringen kann, in deine Realität bringen kann, um seine Realität zu untermauern. Unsere Perspektive jedoch ist, und das ist die freie höchste Perspektive auf diese Dinge, auch hier schließt sich dir eine Tür, damit du andere Türen siehst, die dir offen stehen. Eine Tür, die du sehen könntest, die dir offen steht, ist eine, die du vielleicht an diesem Tag nicht gewählt hättest. Vielleicht geht es nur um diesen Tag. Entscheidest du also, den Techniker anzurufen, der dir dein Internet repariert, kann es sein, dass genau dieser Techniker die Begegnung mit dir an dem heutigen Tag braucht. Genau dieser Techniker mehr Licht in seinem Leben braucht, um eine grundlegende Entscheidung neu zu treffen, um etwas, das ihn in seinem Herzen schmerzt, zu lösen. Du begegnest diesem Techniker, er repariert dir dein Internet und er geht wieder. Und es ist nichts geschehen. Und doch ist sein Leben neu geschehen. Du weißt nicht, was geschieht, indem du dem folgst, was sich dir eröffnet. Die Tür des Techniker-Anrufens hat sich eröffnet für dich, für ihn, für euch, für alle, für alles. Und doch bekommst du nicht immer und so oft nicht mit, was alles für dich, für euch, für alles geschieht. Die Freude dieses Technikers durch diese Veränderung, die in ihm geschehen ist, kannst du fühlen. Du magst sie in diesem Moment noch nicht einmal wahrgenommen haben, doch sie kommt auf der inneren Ebene nährend zu dir zurück. Vielleicht genau in dem Moment, in dem du in keiner Form Unterstützung fühlst. Und da ist sie, die Unterstützung von innen. Gezielt und direkt von jemandem kommend, der durch dein Zutun eine Lebenswandlung erfahren hat. Durch dein Licht, nicht durch dein Handeln, nicht durch etwas, das du initiiert hast, nein, durch dein Sein. Dieses ist ein klassisches Beispiel, denn es kann dir zeigen und mag dir zeigen, wie viel an diesem einen Tag geschieht, das du nicht siehst, dass eine Türöffnung ist, die du als solche gar nicht wahrnimmst. Unsere Einladung also ist, die Zeichen nicht zu interpretieren, sondern jede Tür, die sich dir schließt, als einen Wegweiser auf die dir geöffnete Tür zu nehmen. Es gibt keine vollkommen verschlossenen Türen. Du stehst niemals vor einer Wand voller verschlossener Türen. Die eine Tür der Verschlossenheit sind die 1000 Türen,
des Offenseins. Die eine Möglichkeit, die dir in diesem Moment nicht gewährt ist, zu deinem höchsten Wohl, sind die 1000 Türen, die dir offen stehen, zu deinem höchsten Wohl. Spiele in der Freude deiner Liebe. Geh durch die Tür hindurch, die dir am nächsten ist, die deinem Herzen am meisten Freude bereitet. Spiele in diesem Moment und erlaube dir die Eröffnung durch die Wegweiser, die Zeichen, die Einschränkungen. Folge der Energie, die sich dir offensichtlich, ebenso wie innerlich, in eine Richtung eröffnet. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Wir sind alles, was du bist, denn du bist, was wir sind, und alles ist eins. Es kann nicht anders sein, und damit sind wir für jetzt, für hier vollkommen.